ASML steht im Moment bei vielen Anlegern im Fokus und zwar natürlich auch nicht zu Unrecht. Der Aktienkurs hat wirklich stark nachgegeben. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute ASML mal ein wenig genauer an und ich sage euch auch, wo ich die ASML-Aktie in mein eigenes Portfolio kaufen würde. Also ASML an sich ist ja ein Marktführer bei Lithografieanlagen und ist da der weltweit führende Anbieter und die werden dann eben letztendlich in der Halbleiterproduktion verwendet für die fortschrittlichen Chips. Man hat sich da auf die extrem ultravioletten Maschinen spezialisiert und ASML ist da tatsächlich das einzige Unternehmen, das diese Technologie beherrscht. Man hat enge Beziehungen auch zu Top-Kunden, also sowas wie TSMC, Samsung und Intel. Man ist da auch gewissermaßen abhängig von diesen Kunden und hat an sich eine wirklich starke Marktposition, ist einfach ein echter Monopolist mit hohen Eintrittsbarrieren. Also durch diese ganzen komplexen Entwicklungsprozesse, hohe Kosten und die technische Überlegenheit einfach von ASML ist es praktisch unmöglich für neue Player an den Markt zu kommen und da Fuß zu fassen. Und deswegen geht man jetzt eben auch davon aus, dass ASML ein langfristiges Wachstumspotenzial hat. Einerseits durch den steigenden Bedarf an fortschrittlichen Halbleitertechnologien für KI, 5G, autonomes Fahren und so weiter. Aber ja, es ist einfach ein zentraler Akteur in dieser globalen Technologieentwicklung und wirklich eine sehr spannende Aktie. Ja, und die schauen wir uns jetzt heute genauer an. Also wir sehen ja jetzt hier zum Beispiel mal den Kurs von ASML und sehen, dass wir hier so circa bei 1100 € ein Hoch ausgebildet hatten und jetzt wirklich der extrem starke Kursverlust hier bis auf 658 runter. Also das sind jetzt US-Dollar, also von 1100 US-Dollar runter auf 658 US-Dollar. Also wirklich starker Kursverlust hier bei ASML. Ja, hat mit schlechten Quartalszahlen beziehungsweise einem schlechten Ausblick zu tun, der dann doch relativ stark enttäuscht hat. Und das ist so ein bisschen ja, der Grund, warum viele da jetzt auch ausgestiegen sind und die Aktie doch stark verprügelt worden ist. Schauen wir uns mal auch von dem Investor Day, der vor kurzem stattgefunden hat, und zwar am 14. November 2024, so ein paar Key Facts an, die denke ich auf jeden Fall ja, die meisten interessieren dürften. Also hier sehen wir jetzt als erstes mal ja, so die Historie der strategischen Investments, die ASML gemacht hat. Also man möchte ja auch ja, eigene andere Konkurrenten bzw. dem Geschäftsmodell dienlichen Unternehmen übernehmen, also Acquisitions betreiben. Hier HMI, Carl Zeiss hat man mal was akquiriert oder Berliner Glas. Und hier sieht man mal so die Research and Development Expenses in dunkelblau und in hellblau die CAPEX Expenses, die natürlich auch langfristig steigen. Und das sichert im Prinzip hier ASML auch die Marktpositionen. Ist sehr, sehr wichtig, dass eben ASML hier seine Monopolstellung behalten kann. Ja, ASMLs Earnings, die sind seit 2014 jedes Jahr mit einem CAGR oder seit 2014 mit einem CAGR von 22% gewachsen. Also sehr starkes Earnings per Share Wachstum. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Das sehen jetzt eben auch hier diese langfristige Entwicklung. Earnings per Share hier in weiß und Gross Margin in ja, pink. Und auch die Gross Margin ist seit 2014 um 6% gestiegen, knapp 7% sogar, also von 44% auf über 50%. Das ist natürlich auch wirklich sehr schön und das zeigt eben auch, dass ASML ja höhere Preise hier wieder weitergeben kann. Es hat es auch einfach geschafft, hier das Geschäftsmodell und die eigene Produktion ja noch profitabler zu gestalten und die System Revenues, die sind auch seit 2014 mit einem 18%igen CAGR gewachsen. Also das ist wirklich ein sehr stark rasant wachsendes Unternehmen gewesen jetzt hier in den letzten 10 Jahren und hat natürlich auch dazu geführt, dass der Kurs von ASML ja, stark profitieren konnte und ja, hier signifikanter Shareholder Value entstanden ist. Wir sehen hier den Kursverlauf seit 2010 bis 2024 im Vergleich mit hier den Nasdaq, S&P 500, AEX und so weiter und sehen, dass ASML ganz stark die anderen ja, praktisch mehr oder weniger ähm, Indizes hinter sich gelassen hat, also die Benchmarks, die wichtigsten. Und ja, das ist natürlich auch schon mal ein gutes Zeichen und würde es jetzt also sinnvoll erscheinen lassen, hier mit einem Einzelinvestment in ASML zu gehen, weil jetzt hier auch theoretisch die
eine gute Chance besteht, den Gesamtmarkt outzuperformen. Wir haben ja dann doch immer ja, ein höheres Risiko einfach, wenn wir in Einzelaktien investieren und deswegen braucht man natürlich auch eine höhere Rendite, Erwartung zumindest. Genau. Wir sehen jetzt hier mal die Semi-Sales, die natürlich auch eine große Rolle spielen für ASML und ja, das eigentlich auch die Grundlage ist, warum die Maschinen gebraucht werden für die Produktion. Wir sehen, dass die Semi-Sales sowas umfassen wie Smartphones, Personal Computing, Consumer Electronics, Server, Data Center natürlich, Wireless Infrastructure, aber natürlich auch sowas wie Automotive, beziehungsweise hier Robotik, also Industrial Electronics. Und dieser ganze Markt soll jetzt hier mit einem 9%igen CAGR von 2025 bis 2030 wachsen. Und hier auch mal ganz wichtig, hier der ganze Halbleitersektor soll sich hier wirklich stark entwickeln. Das sieht man jetzt hier eben nochmal als Bild. Und das ist natürlich schon mal ein grundlegender Megatrend, von dem ASML stark profitiert. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig und wir sehen jetzt auch hier nochmal so Model Assumptions für 2030. Also man hat ganz viel auch zu der Strategie für 2030 gesagt. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, wenn das genauer interessiert. Gerne mal die Präsentation anschauen, Investor Day. Ich glaube 4 Stunden hat das Ding gedauert. Also schon sehr spannend. Sehen jetzt hier einfach nochmal so ein paar Punkte zu den einzelnen Geschäftssegmenten. Man hat ja hier Advanced Logic, DRAM und NAND und hat jetzt hier nochmal einen groben Ausblick dazu gegeben. Vor allem beim Installed Base Management, also was ja, Pflege, Upgrade und so weiter angeht der Maschinen, da geht man noch weiter davon aus, dass es ja, gut wachsendes Geschäftsmodell sein soll mit einem 13%igen CAGR von 2024 bis 2030. Das ist auch wirklich schön zu sehen. Also führt natürlich dann auch dazu, dass ein bisschen ältere Maschinen ja, länger betrieben werden können. Aber ja, das sollte jetzt auch nicht irgendwie dazu führen, dass dann die neuen Maschinen weniger gekauft werden. Das ist eben nicht der Fall, sondern das sind jetzt eben solche Services und Upgrades, von denen dann ASML auch langfristig noch profitieren kann, auch wenn jetzt einmal eine Maschine schon verkauft worden ist. Ja, die Total Sales Opportunity, die wird jetzt hier von ASML auf 44 Milliarden bis 60 Milliarden Euro ausgewiesen bis 2030 und das ist natürlich auch ja, ein starker Wert. Auch hier nochmal Logic und Memory. Also es sieht so aus, oder zumindest geht man davon aus, dass ASML weiter hier stark wachsen wird und wirklich von der Position, in der es sich befindet, profitieren wird. Auch die Gross Margin, die soll weiter ausgebaut werden und das sehen wir jetzt hier, das Potenzial von 2025 bis 2030. Man geht davon aus, dass man 2025 eine 52% Gross Margin haben soll und bis 2030 soll die nochmal um 6% wachsen auf 58%. Das wäre natürlich auch eine wirklich gute Entwicklung und würde jetzt auch ja, wahrscheinlich nochmal ja, einen guten Bewertungsaufschlag vielleicht resultieren, was ja natürlich nochmal den Chart bzw. den Kurs sicherlich nach oben treiben könnte. Bezüglich Kapitalallokation sehen wir jetzt hier nochmal was. Also ich habe vorhin schon erwähnt, man ist hier sehr stark fokussiert auf die Research and Development und CapEx Expenditures. Die sind natürlich auch hoch, das sehen wir nochmal hier links. Aber man möchte auch die eigenen Aktionäre ja, am Erfolg beteiligen. Und wir sehen jetzt hier in weiß die Aktienrückkäufe, die man tätigt und oben hier in so leicht grau die Dividenden, die man bezahlt. Also wir sehen, seit 2014 sind die Dividenden auch schön steigernd. Die spielen jetzt noch keine riesige Rolle, aber es ist auf jeden Fall sehr nett. Und was natürlich auch gut ist, man hat hier ein Aktienrückkaufprogramm, mit dem dann Aktionäre immer mehr vom Kuchen erhalten. Und das gefällt mir natürlich persönlich immer sehr, sehr gut. Also ich mag es gar nicht, wenn man hier stark verwässert wird. Und das ist bei ASML jetzt eben hier nicht der Fall. Das ist auf jeden Fall ja eine gute Position für uns als Aktionäre. Ja, wenn dir das Video gefällt, lass doch gerne einen Daumen nach oben da und auf jeden Fall kein Abo vergessen. Gerne auch die Glocke aktivieren, dann verpasst du auch keine neuen Videos mehr von mir. Zum Beispiel zu Hirsche-Aktie kam gestern ein Video oder zu unbekannten Dividendentiteln. Also gerne auch diese Videos auschecken. Danke. So, wir gucken jetzt hier nochmal auf die Aktie im Qualitätscheck und können dann auch so ein bisschen Bewertung anschauen. Wir sehen wirklich guter Score, 14 von 15 Punkten. Es gibt jetzt nur einen Punktabzug wegen dem starken Kursverfall jetzt in den letzten Wochen, beziehungsweise schon fast Monaten, also bei der Volatilität. Sonst wirklich alles grün. Es sieht sehr gut aus. Dieses Unternehmen ist hochqualitativ. Das muss man definitiv festhalten. Wenn wir uns die aktuelle Bewertung anschauen auf Basis des Umsatzes, sehen wir, dass wir hier im Moment 5% unterbewertet sind tatsächlich. Auf Basis des Gewinns sieht es ähnlich aus. Auch hier relativ unterbewertet. Auf Sicht von 3 Jahren sind wir stark unterbewertet.
Ich würde aber erst die Einjahresperiode ranziehen und würde sagen, dass wir jetzt im Moment ungefähr fair bewertet sind. Das ist natürlich eigentlich auch ein relativ seltenes Bild bei ASML, und beim Piotrowski F-Score haben wir einen Score von 6 von 9 Punkten, also relativ akzeptabel. Dividenden, da gibt es keinen guten Score, nur 1 von 4, hängt aber auch mit der ja, Dividendenhistorie von ASML zusammen. An sich ist die Profitabilität wirklich sehr stark. Das sehen wir jetzt hier nochmal mit den einzelnen Segmenten, und das Dividendenwachstum natürlich wirklich hoch, was das Unternehmen auch eignet für einen Anleger, der auf Dividendenwachstum in erster Linie setzt. Und wir können uns jetzt hier nochmal den aktuellen Chart anschauen. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 250 Milliarden US-Dollar, KGV jetzt im Moment 36, Dividendenrendite ungefähr 1%. Wir sehen auch hier, dass die Dividende jetzt langfristig weiter steigen soll, wenn man sich die Prognosen ansieht. Die Analysten, die sagen im Moment 80% kaufen, 20% sagen halten, und keiner rät zum Verkauf. Und das Upside-Potenzial wird hier mit 32% eingeschätzt. Das ist natürlich auch wirklich, ja, schon eine gute Renditeerwartung hier. Und wenn wir uns den Chart anschauen, also im Vergleich nochmal mit dem AEX und dem S&P 500 von mir aus, sehen wir, dass das Unternehmen auch stark outperformt hat. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist für mich auch nochmal so ein wichtiger Indikator, dass es sich hier lohnt, eine einzelne Aktie ins Portfolio mit reinzulegen. Ja, auch gegenüber dem Nasdaq, da sieht es wirklich gut aus. Und ich denke tatsächlich auch, dass ASML langfristig weiterhin diese ganzen großen Benchmarks outperformen wird. Also ich denke, ASML ist da wirklich ein spannendes Investment für jeden, der auch auf Einzelaktien setzen möchte. Ja, bevor wir jetzt zum Chart kommen und ich euch sage, wo ich mir ASML ins Depot legen werde, hier noch eine Empfehlung von mir, und zwar, wenn du noch kein Depot hast oder einen wirklich günstigen Broker noch brauchst, dann kann ich dir hier Finanznet Zero empfehlen. Da gibt es echte Schweizer Aktien, und es ist der günstigste Broker, den es überhaupt in Deutschland gibt. Das hat auch Stiftung Warentest bestätigt, und mit dem ersten Link in der Beschreibung beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar kannst du hier ein Konto eröffnen und bekommst auch eine Neukundenprämie von 25 € und damit unterstützt du mich natürlich auch indirekt. Also gerne mal auschecken. Danke an der Stelle. Schauen wir uns jetzt den Chart an. Ich möchte als erstes nochmal langfristig den Chart anschauen, um so ein bisschen die Situation jetzt hier einzuordnen. Wir sehen, dass wir uns hier langfristig in einem wunderschönen Aufwärtstrend bewegen. Ich muss sagen, es ist einer der schönsten Trends, die es gibt generell an der Börse. Es ist wirklich seit 2008 hier ein wunderschönes Chartbild, und jetzt sind wir doch stark nach unten gekommen und sehen halt auch, dass wir uns schon ja, am unteren Ende des Trendkanals jetzt hier aufhalten, beziehungsweise kurz davor sind, hier auch anzustoßen. Und nach dieser starken Rallye 2022 gab es diese Inflationskorrektur, jetzt gab es ein neues Allzeithoch, jetzt sind wir wieder stark runtergekommen. Schauen wir uns das mal auf Wochenbasis an. Also ich habe hier einen Monats-FIB angelegt, also von diesem Impuls hier, das ist der Monatsimpuls, von 370 bis hoch zu diesen 1.000 €. Das ist der Monatstrend, und das heißt, im Moment wäre es der Fall, dass der Monatstrend hier unter 370 € bricht. Das wäre wirklich schlecht, wenn wir hier drunter fallen würden, halte ich für unwahrscheinlich. Und wir sollten auch nicht unter 530 fallen, dann wäre der Wochentrend gebrochen. Also ist es jetzt alles noch im Rahmen. Wir sind in einer schönen langfristigen Korrektur. Das Unternehmen ist jetzt wirklich spannend für einen langfristigen Einstieg, den man selten bei ASML bekommt. Und auch die Tiefe der Korrektur ist schon ordentlich. Wir haben jetzt nämlich ca. 40% an Kurs verloren und haben jetzt auch ein Kurspotenzial zum Allzeithoch zum letzten von 65%. Das ist natürlich schon wirklich spannend. Und wir sehen natürlich auch, dass wir uns hier in der wichtigsten Zone befinden, also grüne Zone von mir eingezeichnet. Da liegt auch dieses 61,8er Fibonacci Retracement bei 623 €. Und hier sind natürlich auch die wichtigen Hochs und das wichtige Volumen. Also wenn wir uns stabilisieren, dann müssen wir uns hier jetzt stabilisieren. Wir können gerne noch mal ein bisschen tiefer kommen, so auf 570 €, aber tiefer dann sollte es nicht mehr gehen. Also entweder jetzt sofort hier mal ordentlichen Boden bauen oder etwas tiefer wäre jetzt auch noch in Ordnung. Aber wie erwähnt, also wir sollten jetzt hier nicht unter diese 530 kommen. Das wäre schon, würde das Chartbild etwas eintrüben. Schauen wir uns das Ganze mal auf Tagesbasis an. Wir sehen halt hier schon die starken Abverkäufe. Also hier ab 1.000 € geht es hier wirklich rasant nach unten. Wir sind in einem intakten Abwärtstrend auf Tagesbasis. Hier sind auch noch ein paar Kurslücken offen gewesen. Hier ist sogar noch eine offen hier oben. Und es wird auch
noch ein bisschen dauern, bis jetzt hier ein charttechnisches Kaufsignal ausgelöst wird. Im Moment wäre das der Fall. Über 680 Euro, also wenn das Unternehmen jetzt hier nochmal runter ist, wir sehen ja, dass die Aktie nochmal runtergekommen ist im Moment, wenn wir uns hier nochmal unten fangen auf dem Niveau und dann nach oben laufen. Ich kann jetzt hier nochmal dazu auch was einzeichnen. Also wir ziehen jetzt hier nochmal nach unten, laufen dann nach oben und lösen dann mit diesem Trigger hier, also mit dem Kurs nach oben über 680 Euro ein Kaufsignal aus. Dann würde ich mir dieses Unternehmen auch ins Depot legen. Also ich warte jetzt hier auf diesem Niveau auf ein Kaufsignal. Es ist die wichtigste langfristige Unterstützung hier bei ASML im Moment. Also wenn man ja ASML langfristig kaufen will, ich glaube nicht, dass man die wesentlich günstiger bekommt. Wenn jetzt hier ein Kaufsignal ausgelöst wird, dann definitiv spannend. Im Moment ist hier noch nichts zu sehen. Also, ja gut, wir sehen schon, dass sich der Abwärtstrend an der Dynamik abbaut. Das ist schon mal ein gutes Zeichen und wir sind in der wichtigsten Unterstützungszone. Das ist alles richtig. Aber im Moment fehlt uns jetzt eben hier noch das Einstiegssignal und das wäre hier über 680 Euro gegeben. Aber natürlich keine Anlageberatung, das ist jetzt immer nur meine eigene Meinung und da werde ich habe mir auch hier diesen Alarm reingelegt, da werde ich ASML mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in mein eigenes Depot legen. Aber sag mir doch gerne mal, was du von ASML im Moment hältst. Also ist es jetzt schon für einen Kauf für dich? Würdest du jetzt da einfach so reingreifen? Also ich warte da solche charttechnischen Kaufsignale ab, weil es kann natürlich auch sein, dass wir hier nochmal tiefer kommen und dann kaufe ich eben nochmal ein bisschen tiefer ein. Also ich warte dann lieber ja, nochmal einen kleinen Kursanstieg ab und bin dann auf der sicheren Seite, beziehungsweise auf Seite der höheren Wahrscheinlichkeit. Ja, und jetzt könnt ihr nochmal anschauen, also hier 0,98% Dividende im Moment ist, denke ich, auch schon ganz nett. Ist jetzt natürlich kein starker Dividendenwert, aber wenn man davon ausgeht, dass die Dividende weiter stark gesteigert wird, sollte das auf jeden Fall schon spannend sein. Und ja, vor allem für mich sehr interessant, weil ich natürlich auch eine Dividendenwachstumsstrategie fahre. Ja, das war's mit dem Video. Danke für die Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, Abo dalassen und ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Der YouTube-Algorithmus, der vergisst auch manchmal, dass man hier neue Videos vorgeschlagen bekommt von den abonnierten Kanälen. Deswegen Glocke anmachen. Und wenn du dich jetzt noch für die Hershey-Aktie interessierst, was da die Gründe sind für deinen starken Kursverlust und ob sich da ein Einstieg lohnt, dann schau doch gerne mein letztes Video dazu an. Ja, danke und wir sehen uns jetzt beim nächsten Mal. Ciao.